Schneebedeckte Berge unter den majestätischen Flügeln eines großen Adlers, während die Wellen mit den Meereslebewesen spielerisch spritzen. Der endlose Sand und die Wüste unter den Füßen, die schnellfußige Antilope. Smaragdgrüne Blätter schimmern in den Augen der vielfältigen Bewohner des tiefen Waldes. Ein rauschender, schneller Fluss jagt den flinken Schnellflügelvogel in seiner gewundenen Bahn. Die natürliche Schönheit der wilden Tiere, die wir immer noch bestaunen und genießen können. Beginnen wir unsere Reise vor dem Urlaub mit den wunderschönen Winterhängen des majestätischen Kaukasus. Wir sind hierher gekommen, um den seltensten Vogel dieser Orte zu sehen, den kaukasischen Großhuhn. Ornithologen haben schon lange von der Existenz einer Art Tante im Kaukasus gehört, aber die Ehre, einen neuen Vogel zu entdecken, gehört dem berühmten kaukasischen Naturforscher Molokosewitsch. Der Park erreichte den zoologischen Standard erst kürzlich, 1875. Seitdem wurden nur sehr wenige Informationen über diese Art gesammelt und unsere Videogeschichte ist wahrscheinlich eine der ersten Geschichten über das Winterleben des kaukasischen Großhuhns. Sein ganzes Leben verbrachte er außerhalb der oberen Grenze des subalpinen Waldes und im Sommer im alpinen Gürtel. Auch im Herbst und Winter verbringt es den größten Teil seiner Zeit auf der Erde und füttert seine Jungen mit Nieren und Ohrringen. Birkenvögel greifen lieber vom Boden oder der Schneeoberfläche nach den Endzweigen, Jungvögeln. Zugegeben, da sie hier vierbeinigen Fleischfressern ausgesetzt sind, sind sie in Gefahr. Dieser Wald, wie der Großhuhn, wird vom Birkengürtelwald im felsigen Kies magisch angezogen. Aber zum Glück unseres Helden interessiert sich der Fuchs heute für die Wühlmäuse leichter zugängliche Beute. Der kaukasische Großhuhn ist eine interessante Kategorie. Das heißt, er lebt nirgendwo anders, was nur seine Seltenheit erklärt. Wir haben festgestellt, dass dieser Vogel nur in Schutzgebieten, Nationalparks und Schutzgebieten geschützt ist. Das bedeutet, dass der Schutz der Natur die unmittelbarste Bedeutung für den Schutz dieser Art hat. Um zu sehen, was für ein Wunder diese Tiere sind, haben wir diese Gruppe im Schutzgebiet Palais im Südosten von Weißrussland begegnet. Die Pferde sind aus menschlichem Willen hierher gekommen. Die Art wurde 1879 vom großen russischen Reisenden und Entdecker Zentralasiens Nikolai Michailowitsch Przewalski beschrieben. Er entdeckte das einzige lebende Wildpferd im Nordwesten Chinas. Nicht weit von der mongolischen Grenze ist diese Art schon sehr nah. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Przewalski-Gazelle in freier Wildbahn fast verschwunden. Es macht noch mehr Spaß, sie zu beobachten. Wir sind hier 1000 Kilometer von ihrem wahren Heimatland entfernt. Die Pferde werden von Herden aufgezogen, die von Männern geführt werden. Junge Hengste im Alter von 1,5 und 2,5 Jahren verlassen oder werden aus ihrer Elterngruppe vertrieben, bilden Junggesellengruppen und die älteren Männchen, die ihren Harem nicht mehr halten können, leben ebenfalls allein. Die Pferde sind von bemerkenswerter Flexibilität, bewegen sich häufig und bleiben nicht lange an einem Ort, da sie ständig auf der Suche nach passendem Weideland sind. Eine erfahrene, ältere Stute führt die Herde auf die Weide und schließt die Gruppe von einem Leiter. Beim Schlucken stehen immer 1 oder 2 Tiere Wache und schauen sich um, während die anderen das Pferdegras beißen, Aggressivität schaffen und wissen, wie man sich für sich selbst einsetzt. Es gibt einen bekannten Fall, dass das Pferdetabu mit Wölfen zu tun hat. Wenn wir uns nähern,
und erwachsene Pferde stürmen immer zuerst in die Gefahr. Genau, dann hielten sie an, schauten sich um und rannten weg. Seit Jahrzehnten ist es der Traum der Zoologen, die Przewalski-Pferde wieder in die Wildnis zu entlassen. Sein natürlicher Lebensraum. Wir standen in der Nähe dieses erstaunlichen Tieres und dachten, vielleicht würde der Traum eines Zoologen diesmal wahr werden. Das Trinken ist vernünftig und kann als ein schüchterner Vogel bezeichnet werden. Sie leben ein verborgenes Leben in der Dämmerung, das wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir haben 2 Sorten, große und kleine Tassen, die perfekt in Braun getarnt sind, mit roten Federn mit dunklen Längsstreifen, die sich mit bunten Schilfsträuchern verschmelzen. Eines der Merkmale des Getränks ist die Fähigkeit, sich zu verstecken, indem Hals und Schnabel nach oben gestreckt werden. Erst im Frühjahr hört man Paarungsrufe, die dem Brüllen eines Stiers ähneln, aus den unpassierbaren, überfluteten Schilf- und Schilfbuschen. Nur ein abrupterer Volksname beschreibt den Vogel Bugey Buffalo. Die Anwesenheit dieses im Roten Buch der Republik Weißrussland aufgenommenen Vogels in der Nähe kann nur durch einen Ruf festgestellt werden. Ein Männchen darf bis zu 5 Nester auf seinem Territorium haben. Die Männchen sind nicht an der Zucht der Nachkommen beteiligt und die Nester werden auf irgendeiner Stütze oder direkt auf dem Wasser zwischen Schilf- oder Rogosstängeln gebaut. Das Laichen beginnt am 20. April und endet am 20. Mai. Die Inkubation dauert etwa 25 Tage und beginnt mit 1 oder 2 Eiern. Das Schlüpfen der Küken dauert mehr als eine Woche. Die Hauptnahrung von Dayen sind Fische, große Wasserinsekten und Amphibien. Der Herbstzug ist sehr lang und dauert von Juli bis November, aber die meisten Vögel ziehen im September. Zugegeben, manchmal können einzelne Vögel den ganzen Winter in unseren Breitengraden verbringen. Die nächste Haltestelle ist die Graslandschaft, Halböse. Hier lebt eine interessante und seltene Art der Mittelmeerschildkröte. Warum ist es selten? Versuchen wir diese Frage zu beantworten. Schildkröten sind sehr hübsch und charakteristisch. Sie gab es schon früher. Also warum ist das so? Jeder, der eine Schildkröte in freier Wildbahn findet, hält es für seine Pflicht, sie als neues Spielzeug als Souvenir zu behalten. Kannst du dir das vorstellen? Infolgedessen wurden Tausende von Meeresschildkröten zerstört, sodass unsere Heldin auf den Seiten verschiedener roter Bücher als seltenes und sehr zerbrechliches Objekt erschien. Der Lebensstil dieser Schildkröte ist tagsüber, es ist leicht zu bemerken. Die Schale der Mittelmeerschildkröte ist 28 cm lang, konvex und glatt. Es ist schwierig, sie einzuholen und sie kann nicht widerstehen, nein, sie hat sogar Zähne. Sie benutzt das geschärfte Kinn von kommerziellen Tellern, mit denen sie die Stängel, Blätter, Triebe und Früchte der Pflanzen abbeißt. Diese Kreatur ist sehr zurückhaltend und fast stumm, außer dass sie manchmal zische. Anhand der Jahresringe auf dem Panzer bzw. deren Anzahl kann man das Alter der Schildkröte bestimmen, allerdings höchstens 20-25 Jahre. In Zukunft werden sich keine Jahresringe bilden und es ist unmöglich, das maximale Alter der Schildkröten zu kennen. Obwohl man glaubt, dass das Alter der Schildkröte 50 und 0 Jahre oder sogar 100 Jahre alt sein könnte, können Sie sich vorstellen, wie lange diese wunderbaren Tiere leben können, es sei denn, irgendeinem Verbrecher kommt plötzlich die Idee, sie als Aschenbecher zu benutzen? Zum Glück ist dieses Verhalten heute illegal, was bedeutet, dass auch die bedrohten Mittelmeerschildkröten eine Chance haben, auf dieser Welt zu überleben. In den sanften Ausläufern des kleinen Kaukasus begegneten wir einer faszinierenden Hauseule. Alle Eulen sind leicht zu erkennen,
mit einer charakteristischen Gesichtsscheibe am Kopf, großen Augen, unhellen Gefiedern, einem hakenförmigen Schnabel und scharfen Krallen. Das ist das durchschnittliche Bild einer Eule. Natürlich sind sie Fleischfresser, ein wenig wie gefiederte Jäger am Tag, die sich auf Mäuse spezialisiert haben und gelegentlich Vögel, Insekten und sogar Regenwürmer jagen. Aber Eulen sind kein Tagesraubtier, vor allem aufgrund ihrer Gewohnheiten. Von den 135 bekannten Eulenarten jagen mehr als 60% nach Einbruch der Dunkelheit. Und von den restlichen 40% gibt es nur wenige Arten, die tagsüber jagen. Tatsächlich handelt es sich um eine sehr alte Vogelgruppe. Diese Erfahrung wurde erst vor etwa 60-70 Millionen Jahren gebildet. Und die Abenddämmerung und die Nachtjagd haben zwei notwendige Bedingungen für diese Lebensweise geschaffen. Ausgezeichnetes Sehvermögen und Gehör, eine reiche Vorstellungskraft, um sich vorzustellen, dass die Eule fast ein menschliches Gesicht hat, sowie ihr einzigartiges Aussehen, ihr gruseliges Blut, ihre Schreie, ihre Nachtgewohnheiten. Es überrascht nicht, dass diese Vögel häufig in Mythen, Märchen und Legenden auftauchen. Für manche Kulturen sind sie ein Symbol der Weisheit, für andere sind sie die Inkarnation böser Geister oder ein Vorbote von Rock'n'Roll und Tod. Das sind die Geschichten vom Welttag der Wildtiere. Auf Wiedersehen, Freunde, und ein neues Treffen mit den Helden der Show. Alles wie menschlich.